Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, ob und wie Assistenzhunde eigentlich Kosten sparen könnten. Das ist ja auch mit ein Thema unserer Arbeit, die wir da verrichten, dass wir einfach das Thema Assistenzhunde vorstellen, präsentieren, was diese Hunde leisten. Und natürlich, die Krankenkassen sagen natürlich: „Oh, das ist super. Unser Budget ist natürlich erleichtert“, weil ich habe bis heute die Summe nicht genannt bekommen, aber man muss sich vorstellen, einer der letzten Fälle, bevor Hanni zu mir kam, war wirklich ich war dann hinterher schon weg, ich konnte den Notruf nur absetzen und die sind dann quasi mit Feuerwehr, Krankenwagen, Notarzt zu mir gekommen. Dann hat man dann 4 Einsatzwagen vor der Tür stehen, plus die Notfallversorgung, Transport ins Krankenhaus, plus die Versorgung im Krankenhaus. Und das über, ja, Hanni ist jetzt 4 Jahre bei mir. Ich sage mal 10, 11 Jahre ohne Hanni, wie oft das der Fall war oder ich auch als Notfallpatient bei meinem Allergologen oder Hausarzt war, der mich dort versorgt hat, intensivmedizinisch. Das sind ja alles Kosten, die verraten die Krankenkassen nicht. Aber man sagt halt, ja, super, dass du den Hund hast. Das spart natürlich an unserem Budget, aber gleichzeitig bekommt man nichts davon wieder. Und das ist halt auch wirklich ein Punkt, wo wir uns für einsetzen, dass wir sagen, es muss generell ein Umdenken stattfinden, nicht nur bei den Krankenkassen, sondern noch eine Etage höher bei der Politik. Ne, dass die sagen, okay, die Hunde sind eine Erleichterung, dann investieren wir einmal lieber diese 10, 15 oder auch 20.000 Euro wie beim Blindenhund, der teilweise noch teurer ist. Und das ist halt so eine Sache, was für mich persönlich ein Unding ist, dass Menschen mit solchen Erkrankungen, ja, da einfach allein gelassen werden. Gut, man hat die Möglichkeit, diese Tiere durch eine Eigenfinanzierung zu bekommen, aber die Sinnhaftigkeit dahinter zu sagen, man bekommt keine Zuschüsse, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und da muss halt generell ein Umdenken stattfinden in meinen Augen. Ja, und da arbeiten wir dran und hoffen, dass wir da noch viele Erfolge feiern werden in nächster Zeit. Also insofern sparen die eigentlich der Kasse kein Geld ein, aber sie sparen mir als Betroffener eine Menge Geld ein, weil ich mir niemanden suchen muss, den ich dafür bezahle, dass er mich irgendwohin begleitet. Ich weiß nicht, ob man das unter Kosten laufen lassen kann, aber de facto schon, weil das Risiko, dass halt meine andere Krankheit völlig entgleist, durch Mascha sehr viel kleiner geworden ist, weil sie viel früher unterbricht. Und ich sag mal, wenn ich da irgendwie so einen saftigen Schlaganfall kriege, weil ich in eine völlige Panikattacke gerauscht bin, ist das für die Gesellschaft ein wahnsinnig teurer Spaß und für mich natürlich auch irgendwie eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob man das so beziffern kann. Ich habe ja immer so gesagt, Würde kann man halt nicht ausrechnen. Ne? Ich hätte, dadurch, dass die Kinder jetzt immer größer werden und weniger zu Hause sind, ich hätte irgendwann einen Pflegegrad beantragen müssen, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich diesen Alltag ohne Hilfen bewältigen soll. Und natürlich halt auch so die Familie insgesamt, also auch meine Mutter, ne, wo die schon so betagt sind, die haben ja alle viel abgefangen und das geht nur bis zu einem bestimmten Grad. Und ich hätte irgendwann Hilfen beantragen müssen. An meiner Rente werden sie deshalb leider nicht sparen. Das ändert, glaube ich, nichts, aber es entstehen halt vielleicht nicht die horrenden Folgekosten, die sonst gekommen wären. Aber spart es dir auf Dauer Kosten? Also ich werde nicht mein Leben lang Psychotherapie machen, das bestimmt nicht. Aber ob das jetzt speziell ja schon indirekt auch an Mascha hängt, weil wir ja auch mit Mascha die pragmatischen Sachen erarbeiten, so wie kann man das bewerkstelligen. Und jeden Schritt, den ich da dann alleine mit Mascha bewältigen kann, ist ja immer ein Schritt weg von Therapiebedarf. Wenn ich alleine schaffe, wieder zum Arzt zu gehen oder im Notfall auch eine Rettungsstelle aufzusuchen, weil wir das alles gut vorbereitet haben, dann wird immer weniger notwendig sein. Was ich nicht glaube, ist, dass was davon weggeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Idee dahinter verstehe ich auch irgendwie nicht. Vielleicht, weil man denkt, dass man dann erlebt, dass die Situationen doch nicht so gefährlich sind, wie man dachte, aber das stimmt ja irgendwie nicht. Also ich finde Situationen trotzdem gefährlich. Ich habe jetzt nur jemand an meiner Seite, der sie dann entschärft. So, aber das ändert nichts an meiner Bewertung für die Situation.
Meine beiden Hunde haben die Taxiunternehmen eine Menge Geld gekostet, weil ich wirklich immer nur mit Hund unterwegs bin. Das kann ich eigentlich guten Gewissens sagen. Ich fahre absolut nicht mehr Taxi zum Beispiel als Sehende. Ich habe eigentlich nie sehende Assistenz dabei. Ich bin eigentlich mit Hund wirklich ziemlich komplett mobil. Und insofern glaube ich schon, dass mich das eine Menge Blindengeld einsparen lässt, auf jeden Fall. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.